Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast NeueGemeinden. NeueGemeinden ist ein Projekt des Missionswerks To All Nations. Ich bin Robert Koop und wir wollen christliche Leiter motivieren und inspirieren, neue Gemeinden zu gründen und Gemeinden neu zu bauen. Du hörst heute einen Vortrag von Pastor Johny zum Thema mit Leidenschaft leiten. Der Vortrag wurde gehalten bei der Barnabas- und Timothy+Konferenz 2013 in Bornheim bei Bonn. Die Konferenz wurde veranstaltet vom Bibelseminar Bonn und der First Baptist Church Woodstock. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das Bibelseminar Bonn, das uns diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat. Pastor Johny wird übersetzt von Dr. Ralf Schowalter, einem Dozenten am Bibelseminar Bonn. Und nun viel Freude mit dem Vortrag zum Thema mit Leidenschaft leiten von Pastor Johny. I've had the opportunity to serve the First Baptist Church of Woodstock for the last 27 years. Ich diene der Baptistengemeinde in Woodstock seit 27 Jahren. It's the fourth church that I've served in my 37 years of pastoring. Und das ist nun die vierte Gemeinde, der ich diene in meinen 37 Jahren des Pastorendienstes. Most of the churches I've served have been relatively small in size, Die meisten Gemeinden, in denen ich gedient habe, waren relativ klein. but the church we serve now has had considerable growth. Aber die Gemeinde, in der wir jetzt dienen, ist gewaltig gewachsen. So I love pastoring. Ich liebe es, Pastor zu sein. I do what I do because I'm called to do it. Ich tue das, was ich tue, weil ich dazu berufen bin, es zu tun. About every month in the United States, 12 to 1,500 pastors leave the ministry. In den USA geben jährlich ungefähr 12.000 bis 15.000 Pastoren den Dienst auf. And I think a lot of it has to do with not only it being difficult, but being able to settle that you're called to do it. Und vieles davon hat nicht einfach damit zu tun, dass es schwierig ist, sondern das zu erreichen, wozu du berufen bist. So there's nothing else in the world I had rather do than what I'm called to do. Es gibt nichts auf der Welt, was ich lieber tun würde, als das, wozu ich berufen bin. I have two daughters, Ich habe zwei Töchter, Deanna and Holly. Diana und Holly. They're both married, and each of them have two children. Beide sind verheiratet, beide haben zwei Kinder. And so we're blessed with 4 grandchildren, a wonderful family. Wir sind also gesegnet mit 4 Enkelkindern und einer wunderbaren Familie. I want to talk to you a little bit this morning about passion. Ich möchte heute Morgen zu euch über Leidenschaft reden. In our seminaries in the States, In unseren Seminaren in den Staaten we are sensing that one of the missing ingredients in our theological education is leadership. spüren wir, dass eine der Zutaten, die eigentlich in dem Lehrplan fehlt, Leiterschaft ist. You can leave seminary and have a great grasp on communication. Du kannst die Seminare verlassen und ein hervorragendes Verständnis von Kommunikation haben. You can feel that you have a wonderful understanding of theology. Du kannst davon ausgehen, dass du ein wunderbares Verständnis der Theologie hast. But we've sensed that there's a great need for relational leadership. Aber wir empfinden, dass es ein großes Bedürfnis für beziehungsorientierte Leiterschaft gibt. After all, if we're called to model the Lord Jesus, we're going to be servant leaders. Wenn wir dem Herrn Jesus Christus nachfolgen wollen, dann müssen wir als Leiter dienen. God has blessed in that every ministry I've been a part of has been greatly blessed. Jeder Dienst, in dem ich ein Teil sein durfte, ist von Gott gewaltig gesegnet worden. And I want to talk about one of the ingredients that I think has made a difference in my leadership. Und ich möchte zu euch über einen der Bestandteile reden, von dem ich denke, dass er den Unterschied in meiner Leiterschaft gemacht hat. So my motto has been whatever it takes. Mein Motto war, was auch immer es kostet. And that's what literally drives the passion that God has placed in my heart. Und das treibt auch die Leidenschaft an, die Gott in mein Herz gelegt hat. So I'm going to talk about 4 particular words that I believe really define whatever it takes. Und ich werde zu euch über 4 besondere Worte reden, die das ausdrücken, was ich damit sagen will, was auch immer es kostet. I want to talk to you a little bit about passion, but also about focus. Ich möchte zu euch über Leidenschaft reden, aber auch über Fokus. And then I want to talk about determination and how to live without making excuses. Und ich möchte über Entschiedenheit reden und wie man lebt, ohne Ausreden zu machen.
So in order to develop a whatever it takes mentality, Also eine Mentalität, die koste es, was es wolle, zum Ausdruck bringt, zu leben, it's going to take passion. brauche ich Leidenschaft. It means that God has put a fire inside of you, Es bedeutet, dass Gott ein Feuer in dich hineingelegt hat. and nothing can quench it. Nichts kann dieses Feuer auslöschen. And if something does quench it, Wenn etwas das versucht auszulöschen, you may find yourself very discouraged in the work that you're a part of. dann bist du wahrscheinlich sehr entmutigt in dem Teil der Arbeit, in dem du gerade steckst. So whatever means that you'll do everything to pursue your life's cause. Was auch immer es bedeutet, dass du alles tust, um die Ziele deines Lebens zu verfolgen. So I'm assuming that you're in seminary because you sense the call of God for a particular ministry. Ich gehe davon aus, dass ihr hier am Seminary seid, weil ihr den Ruf Gottes zu einem bestimmten Dienst vernommen habt. And so a good question would be, what is it that really you're so passionate about in ministry? Und die Frage ist also, was genau ist es, worüber ihr so leidenschaftlich in eurem Dienst seid? God's call is life's calls. Der Ruf Gottes sind die Berufungen des Lebens. So when God called you into ministry, Als Gott dich in den Dienst gerufen hat, He gave you a purpose and a direction for your life. dann hat er dir einen Zweck und eine Richtung für dein Leben gegeben. And I believe He expects us to expend ourselves in this calling. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott erwartet, dass wir uns in diese Berufung hineinentwickeln. Here's a great quote. Hier ist ein wunderbares Zitat. The secret of life is to have a task. Das Geheimnis des Lebens ist es, eine Verpflichtung zu haben. Something you devote your entire life to. Etwas, dem du dein ganzes Leben widmest. Something you bring everything to. Etwas, wofür du alles zusammenbringst. Every minute of the day. Jede Minute des Tages. For your entire life. Dein gesamtes Leben lang. You don't get tired of doing it. Und du wirst nicht müde, darüber das zu tun. Because you begin to sense that's why you're here. Denn du hast die Einstellung, das ist es, wozu ich überhaupt da bin. In other words, to believe that God placed me here with a purpose of serving Him. Wenn ich also glaube, dass Gott mich hierher gestellt hat, das war der Zweck des Dienstes. Now, everyone has a personality, Jeder von uns hat eine Persönlichkeit, but everyone does not have passion. aber nicht jeder von uns hat Leidenschaft. And I believe that which separates one leader from another is passion. Und ich bin davon überzeugt, das, was einen Leiter von einem anderen unterscheidet, ist Leidenschaft. So let me pose this question. Lasst mich diese Frage stellen. Why do most people lack passion? Warum fehlt den meisten Menschen die Leidenschaft? First of all, it's because they've allowed something precious to become familiar. Zum Ersten, weil sie es erlauben, dass irgendetwas sehr Wertvolles ihnen vertraut wird. Something you were extremely passionate about becomes just common. Etwas, wofür du vielleicht am Anfang sehr leidenschaftlich warst, wird einfach Gewöhnung, alltäglich. To begin with, it was precious and special, but now it's just sort of the run of the mill. Am Anfang war es etwas Wertvolles, etwas Besonderes, aber jetzt gehört es einfach zum alltäglichen Trott. In ministry, it can become, I've been there, done that mentality. Im Dienst kannst du so eine Ich bin da schon gewesen, ich habe das schon gemacht Mentalität entwickeln. It's a way of losing the enthusiasm or the unexplainable joy which was once yours. Und es ist am Weg, auf dem wir die Begeisterung und die Freude über den Dienst verlieren. So the gratefulness of ministry has been replaced by the grind of serving. Die begnadete Dienstausübung ist also ersetzt worden durch die tägliche Mühe des Dienstes. Another reason that we lack passion is we want acceptance and approval. Ein anderer Grund, weshalb wir die Leidenschaft verlieren, ist, wir wollen Anerkennung und Zustimmung bekommen. Let me tell you what I've learned about passion. Lasst mich euch sagen, was ich über Leidenschaft gelernt habe. Passion draws people to you, but it also repels people from you. Leidenschaft zieht Leute an zu dir, aber es stößt auch andere ab. Sometimes people want to be around someone that's extremely passionate. Other people are fearful
of those who are passionate. Manchmal gibt es Leute, die wollen in der Nähe von jemandem sein, der sehr leidenschaftlich ist, aber andere haben Angst davor. Another reason people lack passion is our society in general is passive. Ein anderer Grund, weshalb Menschen die Leidenschaft fehlt, ist, dass unsere Gesellschaft im Ganzen sehr passiv geworden ist. Most people are passionate about the things they have, not a life to give. Die meisten Menschen sind sehr leidenschaftlich in Bezug auf die Dinge, die sie haben, aber nicht in Bezug auf das Leben, das sie geben können. So if we're not careful, we spend our life trying to make it instead of trying to make a difference. Also wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir die Zeit damit verbringen, unser Leben zu meistern, anstatt einen Unterschied zu machen. You can change one letter in a Greek word and move from passion to apathy. Du musst nur einen Buchstaben in einem griechischen Wort verändern, um von der Leidenschaft zur völligen Antriebslosigkeit zu kommen. Now, I've been doing what I do for a long time. Das, was ich mache, mache ich schon seit einiger Zeit. I'm as passionate about what I do now as when I first started. Und ich bin heute genauso leidenschaftlich dabei, als ich es damals begonnen habe. The truth is, I believe my best days are yet to come. Die Wahrheit darüber, ich bin davon überzeugt, dass meine besten Tage erst noch kommen werden. That's passion. Das ist Leidenschaft. See, apathy tends to increase with age. Die Apathie oder die Antriebslosigkeit nimmt eigentlich mit dem Alter zu. You've heard it said that it's not how you get started, it's how you finish that you'll be remembered. Ihr habt alle schon gehört, dass man nicht in Erinnerung bleibt als das, was man angefangen hat, sondern nur mit dem, was dann wirklich am Ende dabei herauskam. I'm going to make a statement. It's not only just true in our ministry, it's true in our marriages and in our work. Ich will euch etwas sagen, was nicht nur unseren Dienst betrifft, sondern das sich auch in unseren Ehen, auf unserer Arbeit bewahrheitet. It's not difficult to get started in something and be very passionate, but the passion wane as you stay in it. Es ist nicht so schwierig, etwas anzufangen und leidenschaftlich dabei zu sein. Aber die Leidenschaft wird nachlassen, während du da drin bist. I'll give you some of the reasons. Ich nenne euch einige Gründe. Past failures can haunt us. Versagen in der Vergangenheit können uns im Weg stehen. Criticism can callous us. Kritik. And age can cause passion to ebb out of our lives. Und das Alter kann dazu führen, dass die Leidenschaft aus unserem Leben verschwindet. Another reason people lack passion is they have no purpose beyond themselves. Ein weiterer Grund, weshalb manchen die Leidenschaft fehlt, ist, dass sie keinen Sinn außer sich selbst haben. People who live for themselves are in a mighty small business. Menschen, die nur für sich selbst leben, sind eigentlich in einem ganz kleinen Betrieb angestellt. All right, let me give you some aspects of passion. Lasst mich euch einige Aspekte der Leidenschaft nennen. First of all, it's amazing what it takes to stop passion. Es ist erstaunlich, was man braucht, um die Leidenschaft zum Anhalten zu bringen. Passion is like an unstoppable river. Leidenschaft ist eigentlich wie ein unaufhörlicher Fluss. It can plow through, jump over, or dig under obstacles. Es kann über Hindernisse hinweg, es kann Hindernisse untergraben, es kann sie umschiffen. Passion doesn't receive reasons for why you can't accomplish something. Die Leidenschaft kennt keine Gründe dafür, warum du etwas nicht erreichen könntest. Passion always finds a way. Die Leidenschaft findet immer einen Weg. When you're not passionate, you always find an excuse. Wenn du nicht leidenschaftlich bist, findest du immer eine Entschuldigung. So passion sees no unstoppable barriers. Die Leidenschaft kennt keine unüberwindbaren Schranken. I believe that God has made us in such a way that when something fires our soul, impossibilities vanish. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wenn etwas unsere Seele wirklich unter Feuer setzt, dass die Unmöglichkeiten einfach verschwinden. So the question may be, if you want to do a great work for God, where do you begin? Die Frage ist also, wenn du etwas Großes für den Herrn tun willst, wo fängst du an? You begin within your own self. Du beginnst bei dir selbst. We are all familiar with the book of Nehemiah. We're all familiar with the book of Nehemiah.
kennen wir alle das Buch des Nehemia. Nehemiah felt that God had called him to a special work. Nehemia spürte, dass Gott ihn zu einem besonderen Dienst berufen hatte. He sensed that he had God's plan in his heart. Er spürte, dass er den Plan Gottes im Herzen hatte. And nothing could stop him. Nichts konnte ihn aufhalten. He had all sorts of people coming against him. Es gab alle möglichen Leute, die sich ihm in den Weg stellten. But he stayed with the work because he considered it great. Aber er blieb bei diesem Werk, weil es für ihn etwas Großartiges war. Passion could be the only thing you've got going for you. Die Leidenschaft könnte das Einzige sein, das dich noch antreibt. Passion should be directed in 3 areas in particular. Die Leidenschaft sollte in 3 Gebiete besonders gelenkt werden. It should always begin with passion for God. Es sollte immer beginnen mit der Leidenschaft für Gott. That should be the driving force in your life for ministry. Das sollte die Antriebskraft in deinem Leben für den Dienst sein. When Jesus was asked what was the greatest commandment, Als Jesus gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? love the Lord thy God with all your heart. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen. And so have passion for God. Habe Leidenschaft für Gott. He said, second only to this, have passion for others. Direkt das Zweite war, habe Leidenschaft für andere. If you're going to be in ministry, you have to always remember that you're in the people business. Wenn du dich im Dienst befindest, dann musst du dich immer daran erinnern, dass du in einem Business mit Menschen bist. And so Jesus told us to love our neighbors as ourselves. Jesus hat uns geboten, unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. When Jesus was speaking to Simon Peter about his love for him, Als Jesus zu Petrus über seine Liebe zu ihm gesprochen hat and he posed the question 3 times, do you love me? und er ihm 3-mal die Frage stellte, liebst du mich? And his answer each time was, feed the sheep. Die Antwort war jedes Mal, füttere, versorge meine Schafe. So the real answer to loving Jesus is how we care for others in his name. Die wirkliche Antwort auf die Liebe Jesu ist also, wie wir uns um andere kümmern. And then there should be passion for service and ministry. Dann sollte es eine Leidenschaft für den Dienst geben. And there's no more beautiful picture than John chapter 13. Und es gibt kein wunderbares Bild dafür als Johannes Kapitel 13. And here Jesus was washing the feet of his disciples. Hier sehen wir, wie Jesus die Füße der Jünger wäscht. When you realize that when you lead a ministry, that you're there to serve the people. Wenn du wahrnimmst, dass, wenn du berufen bist, einen Dienst zu tun, berufen bist, den Menschen zu dienen. A good way to describe passion is the fuel in an engine. Eine gute Möglichkeit, die Leidenschaft zu beschreiben, ist, die Leidenschaft ist der Treibstoff in einem Motor. I believe passion is what gives extravagance to ministry. Ich denke, die Leidenschaft ist das, was den Dienst auszeichnet, was ihm Extravaganz gibt. The woman with the expensive perfume gave her best because she cared that much for the one she served. Die Frau mit dem teuren Parfüm hat ihr Bestes gegeben, denn sie kannte den, dem sie dient. Passion will set you apart from others. Die Leidenschaft wird dich von anderen unterscheiden. Let me give you a statement that's often made in our colleges and seminaries. Lasst mich euch einen Satz sagen, den man in unseren Colleges und Seminaries oft hört. Oftentimes I'll hear a professor make this assessment of a student. Häufig höre ich, wie ein Professor Folgendes über einen Studenten sagt. He says they're committed, they're heads and shoulders above the other students. Sie sind hingegeben, sie sind einen Kopf über den anderen. That's not necessarily because of intellectualism. Das liegt nicht unbedingt daran, dass sie intellektuell voraus sind. Sometimes it's because we observe their love for God and their love for others. Manchmal ist es deshalb, weil wir ihre Liebe für Gott und ihre Liebe für andere feststellen. It's a person that believes in giving excellence in anything they do in Christ's name. Es ist eine Person, die das Beste für alles gibt, was sie im Namen Jesu tut. A good way to say it is do the best you can or do it over. Eine gute Möglichkeit, es auszudrücken, ist, tu das Beste, was du kannst und tu es immer wieder. Let me give you 2 driving characteristics of passion. Lasst mich euch 2 entscheidende Charakteristika der Leidenschaft nennen. The first word would be the word abandonment.
Das erste wäre das Wort loslassen. You see, too many people want the fruit of a Paul-like ministry without the cost of his sacrifice. Zu viele Menschen wollen die Frucht eines Lebens, wie Paulus es führte, ohne die Opfer eines Paulus auf sich zu nehmen. So remember the key word that I started with? Erinnert ihr euch an das Schlüsselwort, mit dem ich begonnen habe? Passion is a whatever it takes mentality. Leidenschaft ist eine Koste es, was es wolle Mentalität. Passion has the ability to eliminate the careless. To eliminate? Eliminate the careless or frivolous. Die Leidenschaft hat die Fähigkeit, die Careless or the frivolous. Die Gedankenlosen beiseite zu schieben. So passion sometimes must first decrease in order to increase in the things that are best. Die Leidenschaft muss manchmal nachlassen, um dann wieder neu zu erwachen für die Dinge, die die besten sind. So there's an abandonment of myself. Es gibt also ein Loslassen meiner selbst. And then there's a mindset of selling out for Jesus Christ. Und dann gibt es diese Einstellung, alles für Jesus dran zu geben. So passion's an unquenchable, all-consuming desire. Leidenschaft ist also ein unauslöschbarer, alles verzehrendes Feuer. So Paul put it this way, he said, for me to live is Christ. Paulus drückt es folgendermaßen aus. Mein Leben ist Christus. Nobody can be successful unless they love the work they're doing. Keiner kann erfolgreich sein, wenn er nicht die Arbeit liebt, die er tut. Here's a simple statement. Hier ist ein ganz einfacher Satz. If you don't love what you're doing, Wenn du nicht das liebst, was du tust, you'll never be good at it. wirst du nie gut darin werden. It's hard not to be good at something you really love. Es ist schwer, nicht gut in etwas zu werden, das du wirklich liebst. So I encourage you to stay in love with Jesus Ich ermutige euch also, in Liebe zu Jesus zu bleiben and love the privilege and opportunity to serve him. und das Vorrecht und die Möglichkeit zu lieben, ihm zu dienen. And don't wait until you're through with school to serve him. Wartet nicht darauf, bis du entweder mit der Bibelschule fertig bist, um ihm zu dienen. You ought to be serving him now. Du solltest ihm jetzt dienen. And I'm going to assume that you are. Und ich gehe davon aus, dass du das tust. Because if this is something you love, Denn wenn das etwas ist, was du wirklich liebst, it's something you're doing. dann ist es etwas, was du auch tust. I was a high school dropout. Ich bin jemand, der die Highschool abgebrochen hat. My father divorced my mother when I was 7 years old. Als ich im Alter von 7 war, wurden mein Vater und meine Mutter geschieden. My mother raised 6 children on her own. Meine Mutter hat dann 6 Kinder alleine aufgezogen. And so I stayed in and out of trouble as a teenager. Ich war also in und aus Problemen heraus als Teenager. And when I was 20 years old, I was converted to faith in Jesus Christ. Im Alter von 20 Jahren wurde ich zum Glauben an Jesus Christus bekehrt. And I sensed within a year that God was calling me to vocational ministry. Und innerhalb eines Jahres spürte ich, dass Gott mich zum vollzeitigen Berufung gerufen hatte. And I was not sure what that ministry would look like. Ich wusste aber nicht genau, wie dieser Dienst aussehen würde. I didn't know if I was headed to the mission field or going to be a student pastor or minister of education. Ich wusste nicht, ob ich ein Missionar werden sollte oder ein Pastor für Studenten oder ein Ausbilder. You know how I found out what God wanted me to do? Wisst ihr, wie ich dann herausgefunden habe, was Gott von mir erwartete? By doing what I knew to do, and that is serve Him. Indem ich das tat, was ich kannte, ihm dienen. The Bible says to be instant in season and out of season. Die Bibel ermahnt uns, zur gelegenen, zur ungelegenen Zeit zu dienen. To which we would say there's no closed season on service. Und wir würden sagen, es gibt keine zu gute Zeit für den Dienst. And so it was in the context of having a speaking opportunity that I began to sense that's what God was calling me to do. Und es war dann im Kontext einer Möglichkeit, in der ich reden konnte, dass ich spürte, wozu Gott mich berufen hatte. So 3 years after I became a pastor, or after I became a Christian, became a pastor. 3 Jahre nachdem ich Christ geworden war, wurde ich Pastor. And so I really believe that God gave me opportunities because I was already so engaged in His service as a layman.
Ich war also überzeugt, dass Gott mir Möglichkeiten gab, weil ich als Laie schon so im Dienst für ihn engagiert war. As I mentioned, it's an unquenchable, all-consuming desire. Es ist ein unauslöschbarer, alles verzehrendes Verlangen in dir. And so once I started leading a church, Als ich dann einmal begonnen hatte, eine Gemeinde zu leiten, I could call those people to the same service I'd been involved in as a layperson. dann konnte ich diese Leute zum gleichen Dienst berufen, den ich vorher als ein Laie getan hatte. So I encourage you to be actively serving Jesus now. Ich ermutige euch also, Jesus Christus jetzt aktiv zu dienen. And I remind you that you're not promised tomorrow. Und ich erinnere euch daran, dass dir kein Morgen verheißen ist. So selling out eliminates certain words in your vocabulary. Wenn ich mich ganz hingebe, dann werden dadurch manche Worte in meinem Wortschatz einfach ausgelöscht. Words like retreat or compromise. Wörter wie Rückzug oder Kompromisse schließen. Words like giving up or half-hearted. Worte wie aufgeben, giving up and, Half-hearted. Not having your whole heart in the work. ja, und Halbherzigkeit. Okay. Paul talked about how he kept back nothing that was helpful to the people. Paulus redet davon, dass er nichts zurückgehalten hat, was den Leuten nützlich war. He said he shunned not giving them the whole counsel of God. Er sagt, dass er sich dafür scheute, ihnen nicht den vollen Ratschluss Gottes zu geben. He said he gladly spent for others' souls. Er sagt, dass er sich gerne verzehrt für die Seelen der anderen. And so I challenge you to be passionate and committed. Ich fordere euch also herauf, leidenschaftlich und hingegeben zu sein. You see, passion knows the joy of immersing itself into a worthy cause. Die Leidenschaft kennt die Freude, sich selbst in eine würdige Berufung hinein zu versenken. Well, in talking about passion, we talked about why people don't possess it. Während wir über Leidenschaft geredet haben, reden wir davon, warum Menschen keine Leidenschaft haben. And I tried to just give you some of the basic aspects of it. Ich habe versucht, euch einige der grundlegenden Aspekte zu nennen. But now I want to answer this question. Aber jetzt wollen wir folgende Frage beantworten. How does a person possess passion? Wie besitzt ein Mensch Leidenschaft? I want to be passionate about what I'm doing. Nämlich, ich möchte leidenschaftlich sein in dem, was ich tue. If you don't believe in what you're doing, you'll never convince others to believe in what you're doing. Wenn du nicht selbst überzeugt bist von dem, was du tust, wirst du niemals andere davon überzeugen können. And you can't lead people you don't influence. Und du kannst keine Menschen leiten, die du nicht beeinflusst. So the church that I pastor, Die Gemeinde, in der ich als Pastor diente, this year about 900 of our people in diesem Jahr sind 900 unserer Mitglieder will serve in a short-term mission somewhere around the world. auf einen kurzen Missionseinsatz irgendwo auf der Welt unterwegs. And then many of them in time will find themselves as a career missionary around the world. Und viele von diesen werden dahin kommen, dass sie sich selbst als vollzeitliche Missionare in einem Dienst wiederfinden. You say, what's that got to do with passion? Du sagst, was hat das mit Leidenschaft zu tun? If you don't become convinced passionately about making Christ known around the world, Wenn du selbst nicht leidenschaftlich davon überzeugt bist, dass du Jesus weltweit verkündigen willst, your people will never be passionate about doing it. dann werden deine Mitglieder auch niemals leidenschaftlich in dieser Sache sein. Tell you what I've learned as a leader. Ich sage euch, was ich als ein Leiter gelernt habe. Whatever is important to you as the leader, Whatever is. important to you as a Was leader, immer dir als Leiter wichtig ist, is what will be important to your people. das ist genau das, was deinen Mitgliedern auch wichtig sein wird. So basically, you'll see a reflection of yourself in your people. Du wirst also im Grunde ein Spiegelbild deiner selbst in deinen Gemeindemitgliedern wiederfinden. So a lot of times our people go nowhere Häufig ist es so, dass die Gemeinde nirgendwo hingeht, because we're not going anywhere. weil wir nirgendwo hingehen. So I need passion. Ich brauche also Leidenschaft. Passion for Christ, Leidenschaft für Christus, passion for others, Leidenschaft für den Nächsten, passion for service, Leidenschaft für den Dienst. and just understanding what that looks like in my own life. Und ich muss verstehen, was das in meinem Leben bedeutet. So how do you possess passion? Wie kommst du zur Leidenschaft?
you realize that God desires passionate Christians. Du erkennst, dass Gott leidenschaftliche Christen haben möchte. Listen to Titus chapter 2, verse 14. Wir lesen Titus Kapitel 2, Vers 14. And remember what the book of Titus is designated to. Und erinnere dich, wozu das Buch Titus geschrieben wurde. Paul commissioned Titus to go to the Mediterranean island of Crete. Paul beauftragt Titus, zu der Mittelmeerinsel Kreta zu gehen, in order to raise up leaders. Dort Leiter heranzubilden. And he says that Christ gave himself for us. Und sagt, dass Christus sich für uns gegeben hat. That he might redeem us from every lawless deed. Damit uns von jeglicher Gottlosigkeit erlöst. And purify for himself his own special people. Und damit sich selbst ein Volk reinigt. And he says, zealous for good works. Das eifrig ist zu guten Werken. It translates to be on fire for that which is good. Man kann es übersetzen als zu brennen für etwas, das gut ist. In Romans chapter 12 and verse 11. In Römer 12, Vers 11. He says, never be lacking in zeal. Sagt lasst es nie an der Leidenschaft fehlen. But keep your spiritual fervor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Serving the Lord. Dient dem Herrn. So if you're going to serve the Lord with your life, so, ihr seid gerufen, dem Herrn mit eurem Leben zu dienen. I pray that you do it with passion. Ich bete darum, dass ihr das mit Leidenschaft tut. But another thing, we should pray for passion. Aber etwas anderes, wir sollten Leidenschaft beten. If the Bible teaches that I should be zealous and passionate, wenn die Bibel uns lehrt, dass ich eifrig, dass ich leidenschaftlich sein sollte, I ask God to give me greater passion. Dann bitte ich Gott darum, dass mir größere Leidenschaft gibt. And believe that passion is a deciding difference in your life. Und Leidenschaft ist der entscheidende Unterschied in deinem Leben. Let me tell you why I quit school when I was in the 11th grade. Lasst mich euch sagen, warum ich die Schule beendet habe, als ich im 11. Schuljahr war. I was afraid to give a public book report. Ich hatte einfach Angst davor, öffentlich eine Buchbesprechung vorzutragen. One thing's for sure, I had no passion for public speaking. Eins ist sicher, ich hatte keine Leidenschaft, in der Öffentlichkeit zu reden. Someone said this is so unusual that you would quit school before you would give a report. Jemand sagte, das ist so ungewöhnlich, dass du die Schule verlassen würdest, bevor du diese Report gegeben hast. And now I speak at my church 3 times every Sunday. Und jetzt predige ich in meiner Gemeinde 3-mal jeden Sonntag. And then lots of times during the week. Und natürlich häufig unter der Woche. But I have something that I'm very passionate to say. Aber es gibt etwas, über das ich sehr leidenschaftlich rede. So something has changed inside of me. In mir hat sich also etwas verändert. Paul put it this way in his teachings to the church at Philippi. Paulus drückt es in seiner Lehre an die Gemeinde in Philippi folgendermaßen aus. He said, work out your salvation with fear and trembling. Er sagt, bewerkstelligt eure Errettung mit Furcht und Zittern. So God has done a work inside of me. Gott hat also in mir etwas getan. And I'm extremely passionate about making that known to the world. Und ich bin jetzt leidenschaftlich darin, dass ich das der Welt bekannt machen will. And so be passionate. Sei leidenschaftlich. Passion has more influence than your personality. Leidenschaft hat mehr Einfluss als deine Persönlichkeit. And one of the things about passion is constantly realizing the need to return to your first love. Eine der Grundlagen der Leidenschaft ist, dass du immer wieder erkennen musst, dass du zu der ersten Liebe zurückfinden musst. The word for passion is the word pathos. Das Wort für Leidenschaft ist das Wort Pathos. Pathos. Ja. And you can take that word, and in the Greek, as you know, you put an alpha in front of the word, and it negates the word. Du kannst das Wort nehmen und wie du weißt, wenn du im Griechischen ein Alpha vor das jeweilige Wort setzt, dann verneinst du damit den Inhalt des Wortes. And so you can either be passionate or you can be very apathetic. Du kannst also entweder leidenschaftlich sein oder sehr
apathisch. So there can be this passionate movement in your life, or you can just be passive. Es kann also entweder diese leidenschaftliche Bewegung in deinem Leben zu spüren sein, oder du bist einfach passiv. And I've just found that when a person is passionate, it really draws other people to the work God's given them. Und ich habe festgestellt, dass dann, wenn ein Mensch wirklich leidenschaftlich ist, dass er damit andere Menschen anzieht für den Dienst, den er tut. Well, let me give you a second statement. You need passion, Lass mich euch eine zweite Aussage geben. Du brauchst Leidenschaft, but you also need focus. du brauchst aber auch einen Fokus. Sometimes people are the jack of all trade, but master of none. Manchmal ist jemand ein Hans Dampf in allen Gassen, gibt das ungefähr wieder, aber in nichts wirklich richtig gut. Sometimes we have plenty of speed, but we really don't have a clear direction. Manchmal haben wir sehr viel Geschwindigkeit, aber wir haben keine klare Richtung. I want you to think with me for a moment about something I'm real passionate about. Denk für einen Moment mal mit mir nach über etwas, worüber ich sehr leidenschaftlich bin. I could stand and make my message clear to my people. Ich kann da stehen und versuchen, meiner Gemeinde meine Botschaft verständlich zu machen. And I could tell them there's a certain ministry I want them to be involved in. Und ich kann versuchen, ihnen klarzumachen, dass es einen bestimmten Dienst gibt, von dem ich möchte, dass sie ihn wahrnehmen. But then I tell them no more. I call them to a type of commitment. Aber dann sage ich ihnen mehr, ich rufe sie zu einer Art von Hingabe. And that's really what I would call preaching without change. Und das ist Predigen ohne Veränderung. See, oftentimes the message that we deliver needs a platform to support the response. Häufig muss die Botschaft, die wir weitergeben, eine Plattform haben, um die Antwort der Zuhörer zu ermöglichen. Let me illustrate. Lass mich das veranschaulichen. In the Mormon church, In der Mormonenkirche, if a boy is born into a Mormon family, wenn ein Junge in eine mormonische Familie hineingeboren wird, all of the dedicated Mormon families open a personal savings account for that child. dann eröffnen alle der Familienmitglieder ein persönliches Sparkonto für dieses Kind. And they save money until that child graduates from high school. Und sie sparen dort Geld an, bis dieses jeweilige Kind die Highschool beendet hat. And then without exception, they send that family, they pay for them to go on a mission trip. Und dann senden sie diese Familie, sie bezahlen dafür, dass sie zu einem Missionseinsatz geht. So they spend their first 2 years after high school trying to convert you to Mormonism. Die jungen Leute verbringen also die ersten 2 Jahre, nachdem sie die Highschool beendet haben, indem sie versuchen, dich zum Mormonismus zu bekehren. I know that Phil Roberts was here speaking just recently. Ich weiß, dass Phil Roberts kürzlich erst hier war. For several years he was a teaching pastor at Woodstock. Er war einige Jahre einer der Lehrpastoren in Woodstock. And he has done much research and writings in the area of Mormonism. Und er hat sehr viel geforscht und geschrieben über die Mormonen. So after hearing his teaching, I decided that I would challenge all of our graduating seniors to spend their first year overseas. Nachdem ich ihn also gehört habe, dann habe ich mich entschieden, unsere jungen Leute, die am Ende der Highschool waren, zu ermutigen, ihr erstes Jahr in der Mission zu verbringen. So we found the different places around the world that would accommodate our students. Wir fanden also verschiedene Orte weltweit, die für unsere Studenten geeignet waren. And now as a result, we have dozens of students serving the Lord around the world. Und als ein Ergebnis davon haben wir jetzt Dutzende von Studenten, die dem Herrn über den ganzen Erdball verteilt dienen. But I could have just stood and said, you know, some of you need to give your service around the world. Ich hätte genauso gut einfach sagen können, wisst ihr, einige von euch sollten dem Herrn weltweit dienen. And not told them how they could do it or where they could do it, and there'd be no platform to accommodate the challenge. Und wenn ich ihnen nicht gesagt hätte, wo sie es tun können und wie sie es tun können, hätten sie damit keine Grundlage für ihren Dienst, diese Herausforderung. We actually led all of our Baptist colleges and seminaries to give them 30 hours credit for doing it. Wir haben sogar durchgesetzt, dass all unsere baptistischen Seminare und Colleges
ihnen dafür Stunden anrechnen, dass sie diesen Dienst tun. And so we're focused on trying to make a difference in people's lives. Wir sind also ganz konkret ausgerichtet, dass wir einen Unterschied im Leben von Menschen machen wollen. A focused church will need a focused leader. Ein dritter Fokus, ein dritter Schwerpunkt, eine Gemeinde braucht einen fokussierten Leiter. And a focused leader will know how much they can handle. Und ein wirklich zentrierter Leiter wird wissen, wie viel er tun kann. And they will invest in others because they will delegate to other people so they can accomplish more for the kingdom. Und sie werden in andere investieren, indem sie Dinge an andere weitergeben, delegieren, sodass sie mehr tun können. There's going to be areas of your life that will need major focus. Es gibt Bereiche in deinem Leben, die einen Fokus, eine Konzentration erfordern. You'll have to be focused in the area of your time and your priorities. Du musst dich in Bezug auf deine Zeit und in Bezug auf deine Prioritäten konzentrieren. You'll find yourself focused on the resources God has entrusted you with and budgets. Du wirst dich ausrichten müssen auf die Ressourcen, auf die finanziellen Ressourcen, die Gott dir anvertraut hat. And you'll find yourself focused on people and influence. Und du wirst dich auf Menschen, auf Einfluss ausrichten müssen. I've shared with our people that the three most important words in a leader's life Ich habe unseren Leuten mitgeteilt, dass die 3 wichtigsten Wörter im Leben eines Leiters is the word, first of all, lordship. zuerst mal das Wort Herr sein. Nothing's more important or should be in my life than a focused relationship with Jesus Christ. In meinem Leben gibt es nichts Wichtigeres als eine wirklich zentrierte Beziehung zu Jesus Christus. And second most important word is the word relationship. Das zweitwichtigste Wort ist das Wort Beziehung. Oftentimes when I'm performing a wedding ceremony, Häufig, wenn ich zum Beispiel einen Traugottesdienst durchführe, I simply remind the people that you're about to enter the second most important relationship of your life. dann erinnere ich die Leute daran, dass sie gerade dabei sind, die zweitwichtigste Beziehung ihres Lebens einzugehen. But we find that nothing really is more important than relationship, the people we're going to be related to and the ones that we do ministry with. Aber wir stellen fest, dass keine Beziehung wichtiger ist als die Beziehung zu den Menschen, denen wir dienen, mit denen wir dienen. And the third word is the word stewardship. Und das dritte Wort ist das Wort Haushalterschaft. And you only have so much time. Du hast eben nur so viel Zeit zur Verfügung. We only have one life to make a difference. Wir haben nur ein Leben, in dem wir einen And Unterschied so the machen können. question is, what are you going to do with the life and time that God's given you? Die Frage ist also, was tust du mit der Zeit und dem Leben, das Gott dir anvertraut hat? Well, developing a whatever it takes mentality will take determination. Eine Koste es, was es wolle, Mentalität zu entwickeln, braucht Entschiedenheit. Determination gives you that I will not accept defeat mentality. Entschiedenheit gibt dir diese Ich werde keine Niederlage akzeptieren Mentalität. It basically says I will not give up. Grundsätzlich sagst du, ich gebe nicht auf. And a true measurement of determination is really action. Und ein Maß für die Entschiedenheit ist die Tat, die Handlung. Nothing is easier than saying words. Nichts ist einfacher, als nur Worte zu machen. And nothing is harder than living them out day by day. Und nichts ist schwieriger, als diese Worte dann Tag für Tag auszuleben. So determination will precede achievement. Entschiedenheit wird also Ergebnisse hervorbringen. One of my friends wrote that there's 4 kinds of people when you think about determination. Einer meiner Freunde hat einmal geschrieben, dass es 4 Arten von Menschen gibt, wenn wir über Entschiedenheit reden. There's the cop-outs, those that cop out, the word you use, like a dropout. Das sind die, die aufgeben. And there are those that are the holdouts. Das sind die, die aushalten, ausharren. And there's those that are the all-outs. You give your all out. Dann sind die, die alles geben. And so that'll make the difference in what type of person you are in leadership. Das wird einen Unterschied ausmachen darin, wer du als Leiter bist. Here's a good way to say it.
Hier ist eine gute Art und Weise, es auszudrücken. If you really want to do something, you'll find a way. Wenn du etwas wirklich tun willst, dann wirst du auch einen Weg dazu finden. If you don't, you will find an excuse. Wenn du keinen Weg findest, wirst du eine Ausrede finden.